Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender war eine ganz coole Datei, nämlich ein süßes kleines Äffchen drinne und was ich damit machen will, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja in einem vorgängigen Video diese Box schon gezeigt. Für die, die es verpasst haben, das verlinke ich euch nochmal hier oben. Ich finde die einfach mega cool, weil der Mechanismus, den finde ich super spannend. Und aber auch das Thema, dass ich ganz einfach hier den Gutschein quasi auswechseln kann und die Box wiederverwenden kann und jemand anderen einen anderen Gutschein schenken kann. Das heißt, die Box kann dann weitergegeben werden. Und sie nimmt nicht viel Platz weg, weil sie echt nicht hoch ist und vom Durchmesser her 13 cm. Finde ich echt eine coole Lösung und ich habe das tatsächlich für mich nochmal gemacht, weil, ich habe das oben weggekratzt quasi und geschabt und nochmal gemacht, weil ich hatte ja das Thema mit diesen i-Pünktchen, die lose waren. Und ich dann versucht habe, mit Nova Drops irgendwas zu machen, hat mir einfach wirklich nicht gefallen. Und ich habe dann im Adobe Illustrator einfach die i-Pünktchen losgelöst und die an den Rest der Schrift rangeschoben, dass eine kleine Überlappung war. Und so erkennt man die Pünktchen, aber es hängt dann einfach alles zusammen. Könnt ihr natürlich auch zum Beispiel mit Vektornator machen oder mit Inkscape, je nachdem, was für ein Vektorprogramm ihr verwendet. Als ich das Äffchen für heute gesehen habe, das Motiv, dachte ich, ich möchte da super gerne einen Geschenkgutschein für ein Buch machen und wollte diese Art von Box nochmal machen, aber ein bisschen anders. Das heißt, die Box, die wir heute machen, wird nichts draufgeklebt haben, sondern ich werde es gravieren, das Motiv. Und die wird auch diese Schraube hier oben nicht haben, weil ich werde es so machen, dass hier ein Außenkreis sein wird, den ich hier dran klebe und das innere Teil bleibt dann aber auf diesem unteren Teil wird das draufgeklebt und so haben wir dann eine Überlappung, wo man das einfach wie eine Box quasi drauf machen kann. Es wird nicht allzu eng vom Draufmachen, weil wir die Curve haben. Wenn ihr nicht wisst, was eine Curve ist, wenn wir lasern, wird uns eine Linie angezeigt, wo er das lasern soll. Der Laserstrahl ist aber, der hat eine gewisse Spotbreite. Das heißt, der lasert eigentlich nicht nur diese Linie, sondern ein bisschen rechts und ein bisschen links davon. Das heißt, ist jetzt übertrieben von der Breite her, aber er lasert halt nicht nur diesen Strich, sondern ein bisschen rechts und ein bisschen links davon. Dadurch wird es hier ein bisschen Spiel haben. Ihr könnt, wenn ihr das vermeiden wollt, natürlich das zweimal lasern und einen der Kreise minimal kleiner machen, wenn ihr die Curve von eurem Laser kennt. Ich werde heute jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Das wird aber ein Thema sein in einem Video nächstes Jahr, wo wir uns das ganze Thema Curve angucken, damit ihr da auch besser dann eure Elemente anpassen könnt und die noch besser zueinander passen. Ist vor allem auch bei Steckverbindungen enorm wichtig. Von dem her, ich mache es heute nicht einfach als Vorwarnung, das wird ein bisschen lose sein, aber das passt. Heute werde ich ein helles Holz verwenden. Das ist auch wieder eins von Xtool und zwar ist es das 3 mm White Oak Plywood. Und da werde ich auch wieder 3 Teile ausschneiden und aufs oberste Teil werde ich eben dann das Äffchen drauf gravieren. Ich habe mir kurz noch die Maße aufgeschrieben von der Karte, also dass ich weiß, wie groß diese Ausbuchtung sein soll. Die wird dann von der Höhe sein 5,5 und Breite 9 cm. Dann hier ein Kreis von 2 cm, damit man die Karte gut herausheben kann. Dann das Außen, der Durchmesser vom äußersten Kreis wird 13 cm sein
Und dann lasere ich aber bei diesem mittleren Element noch einmal einen Kreis von 12 cm. Dann haben wir hier auf beiden Seiten oder auf allen Seiten eine Distanz von einem halben Zentimeter. Das passt, dass es hier zwischen dieser Ausbuchtung und dem Außenkreis noch Platz hat. Und das reicht eigentlich auch, damit wir die beiden Elemente aufeinander stülpen können. Und so gehe ich jetzt eigentlich schon aufs iPad und hole mir die Datei. Also ich habe die da schon reingeladen und wir bereiten das Ganze mal vor. Ich habe die Datei schon reingeholt, hier über Bild und dann Dateien. Dann könnt ihr das da einholen, wo ihr das gespeichert habt. Und dann kommt das so daher. Und ich brauche davon eigentlich nur das Äffchen, das heißt diese Außenlinie, die hier geschnitten wird, die kann ich löschen. Dann den äußersten Kreis kann ich auch löschen, dass ich nur noch das Äffchen habe und das hängt alles zusammen. Und hier sage ich mal Flächengravur, dann sieht man auch ein bisschen was. Das ist im Moment 125 cm, das lasse ich mal so stehen und hole hier eine Form rein. Und zwar einen Kreis. Und dieser Kreis soll eben diese 13 cm sein, das heißt 130 mm. Und somit sehe ich jetzt das Äffchen, es darf ein bisschen kleiner sein. Ja, so. Sagen wir um die 120. Passt. Und dieser Kreis, der äußere, den brauche ich noch zweimal. Jetzt gucke ich hier nochmal, dass das wirklich schön ausgemittet ist. Das heißt mittig zentrieren, horizontal zentrieren. So passt das. Bei dem hier, das wird der untere Teil sein, den kann ich ganz stehen lassen. Und das hier wird das mittlere Teil sein. Und da dupliziere ich das Ganze nochmal. Und beim zweiten sage ich dann, dass es 120 ist. Das mitte ich auch wieder schön aus. So, in dem Stil. Dann brauchen wir noch ein Viereck. Ich sehe jetzt gerade einen Unterschied von dem, was ich auf dem PC machen kann und dem, was ich hier machen kann. Und zwar ist es, dass ich die Abrundung nicht manipulieren kann. Und wenn ich das so verschiebe, sieht das jeweils so ein bisschen komisch aus. Von dem her nehmen wir für dieses hier mal gucken, ob es ein längliches hat mit abgerundeten Ecken. Nee, hat es nicht. Gut, dann nehmen wir halt. Machen wir scharfe Kanten oder scharfe Ecken, das passt. Hier hebe ich die Verbindung auf und sage, von der Weite muss es 9 cm sein und von der Höhe her muss es 55, also 5,5 cm sein. Das wird die Karte sein. Die mache ich auch mittig hier hin. Und dann wollen wir ja noch so einen Kreis, und damit man die Karte besser rausnehmen kann. Da hatte ich gesagt, das müssen 2 cm sein. Und das kann ich dann hier so. Letztes Mal hatte ich das in der Hälfte angelegt. Ihr könnt auch ein bisschen weniger als die Hälfte. Kommt man eigentlich auch so gut ran. Ich habe so ein Drittel Überlappung
Und dann kann ich diese beiden Elemente markieren. Ich muss das kurz rausziehen, sonst kann ich nicht beide markieren. So, jetzt beide markieren und die kombinieren. Dann habe ich hier meine Kartenhalterung mit der Ausbuchtung, damit man die Karte gut greifen kann. Und jetzt gucke ich auch wieder, dass das schön mittig ist. Perspektive, ich glaube, ich schiebe das so ein kleines bisschen, weil durch diesen zusätzlichen Teil hat er das Gefühl oder mittet er sich so aus, dass es visuell nicht aussieht, als ob es mittig wäre, weil er diesen Halbkreis quasi mitrechnet. Jetzt muss ich das Ausrasten kurz wegnehmen, weil sonst lässt er mich hier nicht fein ajustieren. Ich gucke mir jetzt einfach die Breite an, dass die Ecken von diesem Element, dass das die Mitte bildet. Und dann sage ich vom Ausmitten her nur, dass er das horizontal ausmitten soll. Nochmal sicherstellen, dass die Kreise wirklich schön mittig sind. So sollte das sein. Dann habe ich jetzt hier verschiedene Elemente. Und jetzt, bevor ich das machen kann, muss ich zuerst einen Testschnitt machen mit meinem Material, weil ich habe dieses Material mit dem S1 noch nicht bearbeitet. So, jetzt gehe ich hin und gebe dem kurz eine andere Farbe. Das ist Orange. Und hier sage ich ignorieren, weil ich will zuerst den Testschnitt machen. Das hier soll auf Ausgabe sein. Wunderbar. Und jetzt kann ich zum Laser gehen und hier quasi mit Reststücken diese Tests kurz machen. Das heißt, ich lege hier das Material in die Mitte und mache hier einfach das Kreuz drauf, damit er sich angucken kann, wie also die Höhenmessung machen kann. Dann kann ich hier auf meinem iPad sagen Abstandmessung und er geht mit der Spitze runter und gibt mir dann an, wie dick das Material ist. Oder der Abstand. Sorry, der Abstand ist es. Das sagt er mir hier auch 52,8 mm. Jetzt mache ich das hier kurz ein bisschen fest. Hier im unteren Bereich, weil da lasere ich nicht. Und dann gehe ich mit dem Fadenkreuz quasi schön oben in die Ecke. Dann kann ich hier das Element zu dieser Ecke hinmachen. Wenn ich sicher sein will, kann ich hier noch kurz einen Rahmenabfahren machen. So sehe ich, dass der wirklich schön Platz hat und mir auch nicht über die Magnete geht. Und jetzt kann ich den Filter einstellen und dann eigentlich auch schon loslegen. Das heißt hier Rahmen abfahren komplett und hier oben sagen bearbeiten und dann starten, sobald ich den Filter eingestellt habe. Wenn er damit durch ist, kann ich das rausnehmen. Und man sieht eigentlich beim Schneiden auch schon immer, welche der Viereckchen schon rausfallen. Das war der Schnitttest und jetzt kann ich noch den Gravurtest machen. Einmal fahren komplett. Muss ich kurz gucken, wo das Kreuzchen ist. Das ist jetzt hier oben. Machen wir nochmal Rahmen abfahren.
Genau, da hat es Platz. Rahmen abfahren komplett. Und dann kann ich sagen bearbeiten und hier sagen Start. So, und wenn er fertig ist, können wir das Ganze rausnehmen. Und dann können wir uns das Ergebnis mal anschauen. Ich kloppe da jeweils nochmal und merke, okay, die haben sich eigentlich beide auch rausgelöst. Das war der von Speed 10 Power 60 und Speed 14 Power 80. Und ich gucke mir dann jeweils so an von den Schmauchspuren her und wie gut es das Ganze geschnitten hat. Ich nehme hier Speed 10 und die Power 60. Weil ich nehme eigentlich immer das zweitletzte. Das heißt, da hat es sich zwar rausgelöst, aber es hat ein bisschen gehadert. Dann nehme ich einfach eins mit ein bisschen mehr Power. Das heißt, hier werde ich schneiden bei Speed 10 Power 70. Dann gucken wir uns das Gravurergebnis an. Sieht man fast keinen Unterschied, respektive denke ich, ihr in der Kamera seht das nicht. Aber wenn ich dann so ein bisschen schräg drauf gucke, sehe ich das hier unten bei Speed 100, ist es schon relativ tief runtergegangen. Das braucht es eigentlich gar nicht. Mir gefällt eigentlich hier dieses Ergebnis von Speed 175 und Power 15. Finde ich eigentlich passt für mich. Das heißt, ich nehme diese Einstellung. Und das würde ich euch wirklich anraten, also nicht, dass ihr jetzt einfach die Einstellung übernehmt, die ich bei mir gemacht habe, sondern das müsst ihr echt mit eurem eigenen Laser, mit dem Material, das ihr verwendet, solche Testraster machen, damit ihr dann in Zukunft wisst, wie ihr das gravieren und schneiden könnt. Und jetzt, da ich das alles weiß, kann ich hier wieder zurück auf meinen Arbeitsbereich 1 gehen und genau diese Einstellung übernehmen. Das heißt, diese Sachen hier sind auf Schneiden und beim Schneiden hatte ich gesagt Power 60 und Geschwindigkeit 10. Sind die beiden Sachen. Dann habe ich hier noch den äußeren Kreis. Upsi, das war es nicht. Diesen Kreis wollte ich erwischen und der ist auch auf Schneiden und auch Power 70 und Geschwindigkeit 10. Das sind die Dinge, die wir schneiden wollen. Und das Äffchen, das will ich gravieren. Und zwar bei Power 15 und Speed 175. So sollte das alles stimmen. Guck jetzt kurz, dass ich die noch ein bisschen enger zueinander lege. Einfach um hier auch ein bisschen Material zu sparen. So. Kurz überlegen, ob ich alles richtig gemacht habe und dann alles gedacht habe. Wir haben hier den oberen Kreis, der ist auf Schneiden. Obendrauf haben wir das Gravieren. Dann haben wir hier drüben das Schneiden. Das wird der Unterteil quasi von meinem Element. Und beim mittleren Teil habe ich einen äußeren Kreis, den ich hier dann dran klebe. Und das innere Teil mit der Aussparung für die Karte, was ich hier dran klebe. Das heißt, so sollte alles funktionieren. Das heißt, ich kann jetzt mein großes Stück reinlegen. Abstandmessung muss ich nicht machen, weil es ist genau dasselbe Material aus dem gleichen Paket. Das wird stimmen. Und ja, dann kann ich das eigentlich einfach, das heißt, meinen Punkt hier oben setzen, dann das Design hier raufsetzen und mache noch kurz einen Rahmen abfahren und dann kann ich eigentlich schon loslegen. It's
Jetzt muss ich natürlich mein Material auch dahin legen, wo eben dieses Kreuzchen ist. Und dann mache ich den Rahmen abfahren. Ich will nur kurz sicherstellen, dass ich hier nicht in den Magneten reinfahre. Aber der müsste eigentlich zwischen den Kreisen hier mittig liegen. Das sollte eigentlich passen. Oder ich nehme ihn einfach weg. Geht auch. Das hält, glaube ich, genug so, wie es jetzt angelegt ist. Passt. Das heißt, ich kann hier sagen, Rahmen abfahren komplett. Dann hier auf Bearbeiten gehen. Dann den Filter einschalten und auf Start drücken. Und wenn er fertig ist, sieht es so dermaßen cool aus, können wir das Ganze rausnehmen. Es hat jetzt ein Momentchen gedauert, also allein die Gravur war 15 Minuten, aber ich wollte halt einfach, dass ich wirklich ein schönes Ergebnis bekomme, ein gleichmäßiges. Ihr könnt das natürlich auch schneller laufen lassen. Aber wie immer, ich bleibe natürlich beim Laser stehen, wenn ich lasere, damit ich da reagieren kann, wenn irgendetwas passiert. Das könnt ihr beiseite legen und für irgendetwas anderes verwenden. Das hier wird der Deckel, das wird der Boden. Das kommt an den Deckel und das kommt auf den Boden. Jetzt wurde ich auch gefragt, was machst du mit den Kanten? Ich mache das ganz einfach so, dass ich die kurz mit einem feuchten Lappen abwische. Es geht nicht darum, die dunkle, also die Färbung wegzukriegen, weil es ist gelasert, das gehört für mich so dazu, sondern es geht für mich mehr darum, wenn man das in die Finger nimmt, dass man dann nicht schwarze Finger hat. Das ist mehr der Grund, warum ich das mache. Dass ihr das dann nicht an den Fingern habt. So, jetzt mache ich das so, dass die Rückseite, das drehe ich um, weil auf der Rückseite hat man ja immer so ein bisschen Schmauchspuren, es sei denn, man maskiert das Ganze, aber ich mache es jetzt so, dass ich das quasi mit diesem Element verdecke. Stimmt nicht. Funktioniert so nicht, weil das Element so drauf kommt. Okay. Dann werde ich das nachher noch kurz so ein bisschen abschleifen, dass diese Schmauchspuren hier so ein bisschen verschwinden. Dann gucke ich die Laufrichtung vom Holz an, weil das sieht dann doch schon ein bisschen schöner aus, wenn das dieselbe Laufrichtung hat. Kann das auch zur Orientierung nehmen, weil hier drauf kommt jetzt Kleber, weil das Kleber unten fest. Da nehme ich ganz einfach den Ponal Express Leim. Und dann gucke ich halt einfach, ich spüre ja die Kanten, dass das hier wirklich schön sauber liegt. Und so kann ich das dann festdrücken. Den Ring würde ich nicht zu lange dran lassen, weil wenn euch hier an den Kanten ein bisschen Kleber rausfließt oder quillt, dann klebt es dann sonst fest. Ne? Und dieser Ring kommt jetzt eben hier drauf, damit wir so quasi eben diese Box erstellen können. Und da gucke ich mir natürlich auch wieder die Laufrichtung an vom Holz und taste quasi hier auch den Rand ab, dass das wirklich schön
mittig liegen bleibt. Das war jetzt ein bisschen störrisch. Ich musste die kleine Tülle nehmen für den äußeren Kreis. Damit hat es ein bisschen besser funktioniert. Und ich habe hier aus dem Baumarkt einfach solche kleinen Klemmen. Die sind super, weil die sind schon relativ stark. Und so kann man wunderbar Sachen auch zusammenhalten. Hier hat das alles wunderbar funktioniert. Kann man auch hier kurz gucken mit dieser Karte, ob das alles passt vom Platz her. Passt wunderbar. Und man kann es durch diese Ausbuchtung auch gut rausnehmen. So, jetzt sollte auch das getrocknet sein. Und jetzt habe ich eben hier diese Erhöhung, mit der ich das quasi hier drauf machen kann und so eine geschlossene Schachtel habe. Ist gar nicht mal so schlimm mit der Curve, hält eigentlich ziemlich gut. Also man kann es gut drauf schieben und auch wieder wegnehmen. Na, so einfach habt ihr eine kleine Geschenkbox gemacht. Und ich finde dieses Motiv halt einfach wirklich super süß. Und das war jetzt auch die kleine Box, die ich euch als Alternative zu dieser Box hier mit der Buchschraube zeigen wollte. Nämlich ganz einfach, dass ihr hier solche zwei Elemente habt. Hier innen drin kann ein Gutschein rein. Dadurch kann die Box eben auch weiterverwendet werden und weiter verschenkt werden, was ich cool finde. Und ja, lässt sich auch, also die nimmt jetzt nicht riesig viel Platz weg. Die kann man auch beiseite legen und wenn man sie dann wieder braucht, hervorholen. Wie immer, wenn ihr den Adventskalender nicht habt, könnt ihr sowas natürlich auch mit anderen Motiven machen. Oder wenn ihr das Motiv habt, also das heißt den Adventskalender, aber euch die Idee nicht gefallen hat, dann könnt ihr damit natürlich auch etwas anderes machen. Ich wollte euch hier einfach diese kleine Inspiration geben. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, dass euch diese Idee gefallen hat und auch das Video und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!